Mein Name ist Rassan Ghazi aus Syrien. Ich bin der Vater von Karim und Said. Ich bin Aya. Ich bin Taina. Mein Name ist Klaus Hader. Mein Name ist Binazir Yusufi. Ich heiße Steffi Mamba. Ich heiße Eric Chungwa. Mein Name ist Raid und... Mein Name ist Han. Hallo, ich bin Raika. Ich bin die Albulena Nika. Ihr seid vor 6 Jahren nach Deutschland gekommen? Wir sind 2015 nach Deutschland gekommen, so im Mai, April. Und aus welchem Land kommt ihr ursprünglich? Wir kommen aus Syrien. Und seid ihr damals vor 6 Jahren alleine hierher gekommen oder mit Familie? Das ist eine lange Geschichte. Ja. Ich und Zeynep mit meiner Opa nach Deutschland geflüchtet, weil meine Eltern, kleine Geschwister, sind ein Jahr vor uns hier nach Deutschland gekommen. Das heißt, wir sind ein Jahr in Syrien geblieben bei meinen Großeltern. Aber ihr habt noch mehr Geschwister, oder? Ja, wir haben 2 Geschwister, die sind kleiner als uns, eine Schwester und ein Bruder. Die sind auch hier in Deutschland? Die sind auch hier in Deutschland, beide sind in 5. Klasse. Ah ja, okay, Ja. noch sehr jung. Genau, die haben Glück, dass sie mit meinen Eltern geblieben sind und hergekommen. Und was waren denn damals die Gründe, also für euch und eure Familie, dass ihr hierher gekommen seid? Sie wissen, unser Land ist Krieg. Und deswegen sind wir hier nach Syrien geflüchtet, weil in Syrien für uns ist kein Leben mehr. Keine Freiheit, keine Schule, keine gute Chance zum Leben. Unser Haus ist Zerstoßen. Ja, und nicht nur unser Haus, unsere ganze Stadt. Deswegen haben wir keine andere Chance, dass wir in Syrien vielleicht bleiben. Dann haben wir zusammen entschieden, mit unserer Familie nach Deutschland flüchten. Meine Familie haben entschieden, dass sie zuerst nach Deutschland gehen mit den kleinen Geschwistern und wir gehen später, ein Jahr später vielleicht. Das Grund ist, weil wir kein genug Geld haben für 6 Personen nach Deutschland flüchten. Deswegen sind wir ein Jahr geblieben, ich und meine Schwester. Wir haben ein sehr schwieriges Jahr gelebt zusammen. Ja, das war für uns leider das schwierigste Jahr in unserem Leben, weil wir sind ohne Eltern, wir sind ohne Geschwister und vor allem im Krieg. Also wir wohnen wir haben es gewohnt in Stadtteil Homs. Jeder kennt Homs, dass die Homs-Stadt halt richtig sehr zerstoßen ist und vor allem die Altstadt in Homs ist auch sehr zerstoßen. Und ja, also wir haben es so 5 Jahren oder 4 Jahren richtig uns Mühe gegeben, in Syrien zu bleiben und eine andere zum Beispiel Stadt zu finden, wo kein Krieg ist. Aber leider hatten wir immer Pech gehabt und immer jeden Stadt, wo wir hingegangen sind und ja so Art hat der Krieg neu angefangen. Ist der Krieg auch neu wieder angefangen. Er hat euch verfolgt, der Krieg. Genau, Ja. wirklich richtig sehr verfolgt. Was wir auch manchmal Gedanken gehabt, oha, warum verfolgt uns jetzt der Krieg? Also jetzt sind wir irgendwie... Es war nirgendwo mehr sicher. Ja. Genau, ja. Und habt ihr jetzt noch Angehörige in Syrien? Ja, leider, immer noch. Und habt ihr Kontakt zu denen? Ja, Das über ist Internet, schwierig, über aber WhatsApp. geht. Ja. Ja, ein bisschen schwierig. Wenn sie keine Internet haben, das heißt keine Kontakt. Und für uns war halt sehr schwer diese Zeit, weil ich war 15, 16, sie auch. Ja. So, sie hatte Hauptschulabschluss, ich habe sie gemacht. Als wir gehört, meine Eltern sind nach Libanon gefahren, sie haben die Reise angefangen, sie wollen nach Deutschland fahren. Später haben wir 20 Tage nicht mehr Kontakt mit meinen Eltern. Ja. Und diese 20 Tage, das für mich waren 20 Jahre, weil ich habe gehört, ein Schiff vorher ist im Meer runtergekommen und Also viele ist Menschen, gesunken. viele Menschen sind tot. Das kennt jeder, glaube ich. Das war Ende 2014. Das war Merkmal, das war wirklich überall im Facebook oder so. Dann haben wir das geguckt und dann haben ich und meine Schwester gebetet, dass die Eltern nicht dabei sind Schiff in diesem Schiff. Weil, Und später haben wir einen Anruf bekommen. ja, mein Vater hat uns versprochen, jede Reise, die er macht oder jede Punkt, da wird uns eine SMS schreiben, wo er jetzt hin. Und die letzte SMS war, wir sind jetzt in Libanon, wir fahren mit dem Schiff, wir steigen gleich im Schiff ein und ich schreibe euch, wenn ich in Italien bin. Und das hat 20 Tage gedauert, wo wir gedacht haben, wo sind die? Ich habe den Hauptschulabschluss gemacht in Syrien, habe gute Note und dann muss ich eine Mittelreife machen im Gymnasium.
habe ich angefangen, aber nicht mehr. Ich kann nicht mehr zur Schule gehen und auf dem Stuhl sitzen und mit dem Lehrer konzentrieren und ich weiß, wo sind meine Eltern. Wo ihr nach Deutschland gekommen seid ihr dann gleich zu euren Eltern in diese Wohnung gezogen? Gott sei Dank. Also ihr musstet nicht mehr in eine Gemeinschaft? Nein, Gott sei Dank. Ja. Da hatten meine Eltern deutsche Freunde, die ihm geholfen haben und unterstützt, dass wir direkt zu unseren Eltern gekommen sind. Und ihr hattet jetzt vorher gesagt, ja, das mit der Schule hat dann nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also ihr konntet in Syrien zwar noch Abschlüsse machen, aber habt dann hier wieder neu suchen müssen, wie ihr weitermachen könnt. Ja. Weil leider, ich habe den Hauptschulabschluss absolviert mit richtig sehr guten Noten im Gymnasium, wo ich ja die großen Möglichkeiten hätte, wenn ich mein Zeugnis dabei hätte. Weil in dem letzten Tag, wo ich die Prüfung geschrieben habe und die Noten bekommen, das Zeugnis kommt auch so wie hier, erst später ein paar Monaten. Und diesen Monaten, wo ich gewartet habe, die Zeugnisse zu bekommen, musste ich hierher kommen. Das erste und zweite ist die Schule auch zerstoßen. Okay. Deswegen, ich hatte gar keinen Nachweis, welche Schule, die ich besucht habe oder welche Zeugnis und so weiter. Deswegen. Ja. Es ist ja häufig so, dass die Zeugnisse einfach übersetzt werden müssen und bewertet werden müssen. Das war dann in deinem Fall nicht möglich, weil du einfach die Zeugnisse verloren hattest, nicht mehr vorlagen. Und was hast du dann gemacht? Also gab es dann irgendjemand, eine Beratungsstelle oder irgendjemand, der dir dann geholfen hat, eine Schule zu finden? Oder, hier in Deutschland? Ja, da waren richtig viele nette deutsche Freunde. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ja, wir hatten sehr gute deutsche Freunde, die uns geholfen haben. Am ersten paar Monaten habe ich entschieden, ich werde jetzt mal anfangen zu lernen in Deutsch. Und da hatten wir YouTube oder Bücher. Meine Papa, weil er hier ein Jahr vorher war im Haus. Überall steht auf dem Wände Wörter. Echt? Ja, überall blau. Hat er die Wände tapeziert mit verschiedenen deutschen Und dann Wörtern? als ich das gesehen habe, Baba spricht Deutsch, ich muss jetzt Deutsch sprechen. Ja. Und kleine Geschwister, überall sieht man Wörter auf da der Wände, führt ja kein in Weg Küche. drum rum, wenn man das immer vor Augen hat. Vor Augen hatte, Ja. Neben Sprachkursen gibt es weitere Selbstlernmöglichkeiten, die beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen können. So gibt es zum Beispiel Podcasts, die sich speziell auf die Vermittlung der deutschen Sprache spezialisiert haben. Dazu gehört unter anderem der Podcast Deutsch lernen durch Hören oder der Podcast Deutschtrainer der Deutschen Welle, der deutsche Vokabeln und Grammatik lehrt. Der Trainer redet hier auf Englisch. Auch auf YouTube gibt es verschiedene Angebote. Das Magazin Deutsch Perfekt trainiert ebenfalls die deutschen Sprachkenntnisse und gibt Einblicke in das Leben in deutschsprachigen Ländern. Das Magazin gibt es in Printversionen, aber auch in digitaler Version als Abo. Die Printversion ist auch in einigen Zeitschriftenläden verfügbar. Neben diesen Angeboten empfiehlt es sich auch, gängige Lernmethoden auszuprobieren. Die alltägliche Kommunikation trägt oft zum schnelleren Lernen bei. Häufig erleichtern auch bereits einfache Dinge, wie zum Beispiel regelmäßig deutsche Filme schauen oder deutsches Radio hören, den Spracherwerb. Es gibt vermehrt digitale Anbieter, die sich auf Unterstützung beim Spracherwerb spezialisiert haben. Der Rundfunkproduzent Deutsche Welle bietet neben einer Deutschlandplattform mit Kursen nach Niveaustufen auch langsam gesprochene Tagesnachrichten an. Das VHS-Lernportal ist die digitale Lernplattform des Deutschen Volkshochschulverbandes und umfasst eine Vielzahl von Online-Kursmodulen nach verschiedenen Niveaustufen. Das Lernportal wird auch oftmals ergänzend in regulären Sprachkursen eingesetzt. Die Angebote der Deutschen Welle und des VHS-Lernportals können kostenfrei genutzt werden. Das Goethe-Institut ist ein weltweit tätiger Kulturverein, der die Kenntnisse der deutschen Sprache über verschiedene Projekte und Plattformen fördert. Auf der Website und über Apps des Goethe-Instituts werden kostenlose Deutschübungen und Spiele angeboten. Weitere kostenpflichtige Lernangebote bieten die Apps Busuu, Babbel oder auch Mondly. Über die Apps werden den NutzerInnen verschiedene Module mit Übungen in Niveaustufen aufgezeigt. In der App Tandem können sich zwei Personen mit unterschiedlicher Muttersprache gegenseitig die jeweils fremde Sprache beibringen. Und Baba kennt viele deutsche Freunde in Bad Rabinau. Leider, damals können wir nicht Deutsch, aber jetzt können wir Deutsch. Ich möchte alle, die uns geholfen haben, bedanken. Da war eine Frau, nette Frau. Sie hat uns nur, meine Eltern gesagt, ich nehme die zwei Tochter zur Schule. Und dann sind wir nach Neckarsulm. Sie hat uns angemeldet bei der Schule, Sprachklasse.
Ah, okay. Ja, so, ja. Und dann, ich habe sie nicht mehr gesehen. War das so ein Vorbereitungsjahr dann? Ja, sozusagen Vorbereitungsjahr, 6 Monate waren wir, haben wir ein bisschen Deutsch gesprochen und dann hat unsere Lehrer entschieden, ihr könnt 8. Klasse machen, aber nicht von Anfang Hälftejahr, das andere Hälftejahr. Und dann haben wir das gemacht, haben wir 8. Klasse Zeugnis bekommen und dann haben wir Hauptschulabschluss. Also ihr seid sehr schnell in so eine Regelklasse übergegangen. Ja, das hat so... Ja. Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit-Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen wurde bereits in Video 3 angesprochen. FABO richtet sich an zugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 19 Jahren ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Verschiedene berufliche Schulen in Stadt und Landkreis bieten das Vorqualifizierungsjahr an. Der Erwerb von Deutschkenntnissen ist das zentrale Lernziel von FABO. Parallel werden jedoch auch allgemeinbildende Inhalte vermittelt. Am Ende des Schuljahres sollten in der Regel mindestens Sprachkenntnisse auf dem A2-Niveau erreicht werden, die über eine Sprachstandserhebung abgefragt werden. Nach spätestens 2 Jahren erfolgt der Übergang in weiterführende Bildungsgänge, wie zum Beispiel VAB, AV Dual oder Berufsfachschule. Normal Gut weiter. geklappt, ja. Ja. Das hat so ungefähr 1 bis 2 Monaten und mein Vater hat das gemacht, damit er mit den Leuten äußern kann und sagen, dass meine Tochter sind im Krieg, bitte helfen Sie mir. Hattet ihr dann in dieser Zeit schon irgendwelche Berufsvorstellungen, was ihr danach machen möchtet? Ganz am Anfang, als ich hier in Deutschland war, habe mir gewünscht, immer Journalistin zu werden. Und da war immer dieser Traum. Oder mit Kindern was zu machen. Ja. Als ich in der Schule war und so, haben mir die Lehrer gesagt, das ist schwer für dich. Du brauchst noch mehr Sprache. Und das dauert für dich. Such andere Berufe oder so. Aber ich habe nicht zugehört. Aber ich möchte immer noch Journalistin werden. Ja, ich denke, du hast ja noch alle Zeit der Welt, das zu werden. Oder mit Kindern was zu machen. Ja. Ja. Langsam nach dem Hauptschulabschluss und so, ich habe selber gemerkt, das ist für mich schwer. Ich habe selber gemerkt, ich habe nicht genug Geduld, das zu lernen, weil ich weiß, wie bin ich. Ich weiß, bis wann geht meine Geduld, bis wann kann ich lernen. Ja, und dann habe ich mich entschieden, einen anderen Weg zu finden, vielleicht das später zu machen. Und für mich auch war, ich bin halt so viel mit Menschen. Du magst soziale Kontakte. Viel, ja. Und dann habe ich mich entschieden, mit Kindern was zu machen. Habe versucht, Erzieherin Ausbildung oder zu werden. Hat das nicht funktioniert. Irgendwann habe ich FSJ gemacht mit geistesbehinderten Kindern. Für mich am Anfang war das sehr schwer. Konnte ich nicht entscheiden. Und ich war in der Schule und dann bin ich von der Schule raus und dann habe ich keinen Platz mehr in der Schule und dann habe ich keine andere Ziel nie mehr. Ich bin jetzt zu Hause, ohne Schule, ohne Arbeiten oder so. Und dann habe ich mich entschieden, das war über eine auch deutsche Freundin. Sie hat mir einen Vorschlag gemacht, dass ich FSJ mache und neben das vielleicht Deutsch, Grammatik lernen. Und dann habe ich gefragt, was ist FSJ, was ist das oder wie kann ich das machen? Und dann hat sie gesagt, das ist ein Jahr Praktikum, du arbeitest und du guckst, welchen Beruf du willst und kannst du später anfangen, du kannst auch immer Nein sagen. Dann habe ich ja gesagt, dann haben wir versucht, bei der AWO eine Stelle bekommen. Und dann, die Anerkennungsberatungsstelle, AWO. Ja, und dann war ich zum Vorstellungsgespräch. Ich habe sie gefragt, in meinem Kopf war, dass sie normale Kinder sind. Ich habe nicht eine Idee bekommen, dass sie krank sind oder besondere Menschen sind. Ja, mit das Beeinträchtigung. War nicht so bei mir. Ich komme nicht auf diese Idee. Aber die Frau, die mit ich die Vorstellungsgespräch gemacht habe, sie hat gesagt, wir haben keine Plätze mehr, da wo du wünschst. Wir haben Platz mit besonderen geistesbehinderten Menschen. Und dann war für mich so das Wort fremd für mich zuerst. Ich habe sie gefragt, was heißt das? Dann hat sie mir Bilder gezeigt. Dann konnte ich aber in diesem Moment nicht entscheiden, ja oder nein. Ich habe sie gesagt, geben Sie mir vielleicht Zeit und dann kann ich Ihnen vielleicht später antworten. Ja. Ich bin nach Hause gekommen, hat meine Papa mich gefragt, und jetzt hast du? Er sagt, nein, Baba,
Sie haben mir an das andere Stelle gegeben. Ich habe aber gezeigt, dann hat er gesagt, ja gut, warum nicht? Und ich habe mich auch überrascht, warum Baba sagt so jetzt. Und sagt er, ich habe ihm gesagt, das ist für mich fremd. Ich habe Angst. Komme ich klar mit den Kindern? Noch nie war für mich diese Arbeit. Und dann hat er auf einmal mir gesagt, doch, du kannst diese Kinder. Und sagt, von wem? Von wo? Ich habe noch nie was zu tun mit besonderen Menschen. Dann hat er gesagt, nein, doch, du kannst besondere Menschen, du arbeitest mit besonderen Menschen. Und dann hat er mich erinnert als Cousine. Ich habe eine Cousine in Syrien. Wir haben zusammen erlebt und sie ist geistig behindert. Ah, okay, also du kanntest das eigentlich schon, aber wusstest in dem Moment nicht mehr. Ja, und ich hätte auch hier einen deutschen Freund, der körperliche Behinderte ist. Und der hat zu meinem Papa gesagt, siehst du, du hast 2 Menschen, einmal körperlich, einmal geistig. Probier mal. Und dann hast du dich entschieden. Ich habe probiert. Ja. Erste 2 Monate im FSJ war es so schwer. Ich habe Angst, wenn die Kinder Anfälle bekommen oder war immer unklar. Also ich habe keine Angst von den Kindern. Ich habe Angst, wie verhalte ich mich, wenn jemand so bekommt. Ob der vielleicht einen Anfall jetzt bekommt und dann ist er dort auf einmal, weil ich wusste nicht, was soll ich machen. Man kann sich eben nicht darauf vorbereiten. Ja. Und dann so halbes Jahr, 6 Monate später, haben wir Seminare bekommen, haben wir geklärt von den Lehrern, von Betreuerinnen, was machen wir, wenn jemand so ist und so. Und langsam war für mich dieses Ziel, dieser Beruf, habe mich in diesem Beruf gut erlebt. Und das war zu sagen, Babas Unterstützung oder so. Ja. Wie heißt der Beruf dann? Oder Heilerziehung, Assistenten. Ich habe Hauptschulabschluss hier in Deutschland gemacht und ich habe neben meinem FSJ eine B2-Kurs gemacht. Das habe ich freiwillig gemacht, dass ich mehr Deutsch Grammatik lernen kann. Ja, das ist toll, weil für viele Ausbildungen braucht man B2. Ja, das habe ich freiwillig gemacht. Ich wusste nicht, dass sie in Zukunft das brauchen. Ich wollte nur, dass neben meinem FSJ noch immer lernen, nicht nur arbeiten, dass ich nicht später vergesse, weil ich weiß, später komme ich in Ausbildung. Ich muss dran gewöhnen mit dem Lernen und so. Jugendintegrationskurse sind spezielle Integrationskurse für Zugewanderte unter 27 Jahren. Allgemeine Integrationskurse wurden bereits in Video 4 angesprochen. Anders als ein allgemeiner Integrationskurs umfasst der Jugendintegrationskurs insgesamt 900 Unterrichtseinheiten. Im Jugendintegrationskurs werden die Teilnehmenden neben den allgemeinsprachlichen Inhalten über die Vermittlung von Fachwortschatz und berufsorientierenden Inhalten auf Ausbildung oder eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. Einige Berufseinblicke können durch Besuche bei Firmen oder gegebenenfalls Praktika gewonnen werden. Bei jungen Erwachsenen, die noch berufsschulpflichtig sind, muss für eine Teilnahme ein Antrag auf Schulpflichtbefreiung für die Zeit des Integrationskursbesuchs gestellt werden. Die Zeit der Schulpflicht muss dann im Anschluss an den Kurs über den Besuch eines beruflichen Bildungsgangs nachgeholt werden. Das Ziel des Kurses ist unter anderem der Erwerb von Deutschsprachkenntnissen bis zum B1-Niveau. Die Kosten richten sich nach den Kriterien der allgemeinen Integrationskurse. Berufssprachkurse sind berufsbezogene Deutschkurse mit einem Umfang von 400 bis 500 Unterrichtseinheiten. Regulär sollen sie an eine Integrationskursteilnahme anschließen und darauf aufbauen und insbesondere auf die Arbeitswelt vorbereiten. Neben den regulären Kursformaten mit den Zielsprachniveaus B1, B2 und C1 werden vereinzelt auch A2-Kurse und spezielle Kursformate, zum Beispiel mit fachspezifischen Inhalten zu Heilberufen oder dem Einzelhandel, durchgeführt. Für die Teilnahme müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Teilnehmen dürfen unter anderem Personen, die bei der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter arbeitssuchend gemeldet sind. Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter stellen ihren Kunden in der Regel eine Teilnahmeberechtigung aus. Auch Berufstätige und Auszubildende dürfen teilnehmen. Sie stellen einen Antrag auf Teilnahme beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Berufssprachkurse, die zurzeit stattfinden oder geplant sind, werden auf der Website Kursnet angezeigt. Für alle LandkreisbewohnerInnen, die aus verschiedenen Gründen weder an Integrations- noch an Berufssprachkursen teilnehmen können, bietet der Landkreis über das Landessprachförderprogramm VWV Deutsch Sprachkurse an, die gemeinsam vom Land und dem Landkreis gefördert werden.
Die Kontaktvermittlung zur Teilnahme an diesen Kursen erfolgt meist über den Sozialdienst oder das Integrationsmanagement der jeweiligen Kommune oder direkt über Anfrage an das Postfach deutschkurse@landratsamt-heilbronn.de. Für alle weiteren Fragen rund um Sprachkurse kann ebenfalls über das Postfach Kontakt aufgenommen werden. Je nach Bedarf und Durchführungsmöglichkeiten werden verschiedene herkömmliche Kursformate angeboten. Neben Integrations-, Berufssprach- und VWV-Kursen bieten viele Sprachkursträger wie zum Beispiel Volkshochschulen in der Region weitere Kurse für SelbstzahlerInnen in unterschiedlichen Formaten an. Das Kolping Bildungswerk und die USS GmbH bieten zum Beispiel jährlich ein Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge BEF Alpha an, das Sprachkenntnisse vermittelt und auf Ausbildung oder Beruf vorbereitet. Wie war das bei dir, Zainab, als du in der Schule warst? Du hast dann auch mit Abschluss abgeschlossen. Und dann, wie ging es bei dir weiter? Also genau, wo ich in der 8. Klasse war, hat mir meine Lehrerin, die Frau Maschauer, die werde ich sehr, sehr bedankbar sein. Ich auch. Die ist so tolle Lehrerin, die werde ich nie im Leben vergessen. Dann erzähle ich euch später, wie sie mir weitergeholfen und wie sie mich auf den Weg gebracht hat. Beide. Genau, beide. Okay. Genau, die hat mich empfohlen, dieses Praktikum zu machen. Und natürlich, da war ich in Bad Rappenau und da hatten wir die Wohlbildungsklinik. Ich habe immer erzählt, ich will jetzt Medizin studieren. Weil ich habe so viele kranke Menschen gesehen haben in Syrien, wo die sehr krank sind und Hilfe brauchen, unterstützen, wo ich halt nicht die Möglichkeit oder nicht wusste, wie man das helfen. Und deswegen habe ich entschieden, okay, jetzt studiere ich Medizin. Medizin in Deutschland, sehr schwierig, das kennt jeder. Deswegen habe ich mir empfohlen, Praktikum zu machen. Dann hat meine Lehrerin, Klassenlehrerin, Frau Maschauer, gesagt, du brauchst jetzt Praktikum. Dann suchst du mir Praktikum. Also in Syrien weiß man vielleicht nicht, was Praktikum ist und so weiter. Und das ist, ich würde halt sagen, der Praktikum in Deutschland ist sehr gut, weil der Praktikum bringt dich in die richtige Stelle. Du weißt nicht, was du machen willst und du weißt nicht, was du willst. Praktikum ist voll gut für dich. Weil wenn schafft berufliche Orientierung. Genau, dann hast du eine Ahnung, Blick, was du machst. Genau. Ja. Und dann, und dann hatte ich die Herr Harder, Klaus Harder, der perfekt ist. Und der hat mir auch unterstützt, in die Wohlbildungsklinik reinzukommen und ein Praktikum zu machen. Und dann hatte ich so 1 Woche oder 2 Wochen Praktikum gemacht und es war wohl gut. Ich hatte gute Noten und so weiter. Und da war meine Lehrerin auch zufrieden. Und das hat dir auch gefallen, das Praktikum? Genau. Ja, und das hat mir richtig sehr gefallen. Sie kommt immer zu uns nach Hause und erzählt über, was sie gemacht im Krankenhaus. Ah, okay. Genau. Und das war voll gut. Genau, und hat mich auch sehr gut geholfen und unterstützt und habe ich entschieden, okay, ich habe jetzt entschieden, was ich machen möchte, weil vorher war ich sehr verwehrt. Und Gymnasium, das war nie in Frage, Abitur und solche Sachen. Deswegen, du wusstest nicht genau, ich wusste es nicht. sollst. Und und dann habe ich Praktikum gemacht. Und dann hat mir auch vorgeschlagen, der Herr Hart, dass ich zum Beispiel einen Ferienjob machen kann, so in Sommerferien. Und da habe ich das auch gemacht, in einer anderen Station in Wohlbildungsklinik und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Meine Klassenlehrerin in der 9. Klasse hat entschieden, oder hat für mich halt entschieden, dass du gut bist und dass du gute Noten hast. Du kannst die 9. Klasse mit guten Noten abgeschlossen, jetzt kannst du die mittlere Reife machen. Da habe ich die mittlere Reife angefangen zu machen, aber das war richtig sehr schwierig. Also es war ein bisschen schwierig mit dem Deutsch, weil da muss man halt richtig viel schreiben. Ich habe auch wieder Rechtschreibfehler. Und da hat meine Frau Maschauer, die Klassenlehrerin von mich, hat geholfen, oder die Sozialarbeit. Es gibt halt in jeder Schule eine Sozialarbeiterin, die ist sehr, ich bin 100% sicher, bei jeder Schule ist die Sozialarbeiterin sehr nett und sehr hilfsbereit. Und sie... Sonst bekommt sie diese Stelle nicht. Sie ist richtig sehr, sehr nett bei jeder Schule. Und bei mir war es in die Johannes-Häusler-Schule, die waren auch voll gut und voll nett und haben mir geholfen. Und auf einmal kam sie von mir, meine Klassenlehrerin hat gesagt, ich habe Stelle für dich gefunden, du kannst dich da bewerben. Und da habe ich gesagt, okay, aber was ist das, die Gesundheits- und Krankenpflegerin? Ich kenne das überhaupt nicht und so weiter. Und er hat gesagt, okay, dann melde dich bei der Agentur für Arbeit, da helfen auch voll gut. Bei der Berufsberatung. Genau, das ist eine Art Berufsberatung, weil nicht jeder weiß,
alles über diesen Beruf. Aber wenn man sich da Termin ausmacht und hingehst, da wirst du es beraten bekommen, das ist der Beruf ist so und so, da dauert so lange und du brauchst diese Kenntnisse, weil ohne das kann man keinen Beruf finden. Da habe ich Bewerbung geschrieben, ich habe an die Gesundheitsakademie das geschickt, online bewerben, wo ich gedacht habe, die werden mich nie nehmen. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass die mich nehmen. Aber durch die guten Noten, die ich im Phobos-Klinik in diesem Praktikum, wo ich halt gedacht habe, ist das wirklich hilfsbereich, diesen Praktikum zu machen, hilft es mir und das war wirklich sehr hilfsbereich, weil durch das Praktikum bekommt man Noten, bekommt man geschrieben von der Chefin, dass du so gut bist und dass da und da gut bist und dann, das hilft in der Ausbildung. Die Initiative Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen, kurz VERA, bringt junge Menschen, denen die Ausbildung schwerfällt, mit ehrenamtlichen Fachleuten im Ruhestand zusammen. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Auszubildenden als Coaches bei der Bewältigung von Konflikten oder Schwierigkeiten, zum Beispiel wenn die Auszubildenden das Gefühl haben, in der Berufsschule nicht mitzukommen. In vielen Schulen gibt es SchulsozialarbeiterInnen, die sich um Anliegen der SchülerInnen kümmern, die mit dem Schulbesuch zu tun haben. Sie versuchen zu helfen, wenn die SchülerInnen Probleme in der Klasse oder beim Lernen haben. Außerdem organisieren sie ergänzende Angebote zum Schulbesuch wie Sport, kreative oder andere gemeinschaftliche Aktivitäten. Die BeraterInnen der Agentur für Arbeit besuchen regelmäßig Schulen und stellen verschiedene Berufe vor. Die SchülerInnen können sich für individuelle Beratungs- und Orientierungsgespräche auch direkt an die Agentur für Arbeit für eine Terminvereinbarung wenden. Über die Homepage der Agentur für Arbeit werden weitere Angebote vorgestellt, wie zum Beispiel das Berufsinformationszentrum in der Agentur für Arbeit, in dem sich SchülerInnen über die verschiedenen Berufe informieren können. Vor dem Einstieg in Ausbildung oder Arbeitsmarkt gibt es einige vorbereitende Bildungsgänge, die berufliche Orientierung bieten. Und dir gefällt die Ausbildung immer noch? Ja, mir gefällt die Ausbildung, das ist richtig sehr gute Ausbildung, aber ich hatte Angst gehabt. Wenn man eine Ausbildung vielleicht entschieden, dann weiß man nicht, was auf sich vorkommt. Zum Beispiel bei mir war es die lateinische Wörter kennenzulernen, das war relativ schwierig. Und deswegen habe ich mich getraut und in der Ausbildung reingekommen. Also ich habe mich getraut und gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Schule, ich weiß, das ist eine fremde Sprache, vielleicht die lateinische Wörter zu kennen, aber vielleicht wird es das. Also vielleicht kann ich das voll gut. Und jetzt sehe ich mich, ja, ich kann das. Weil jeder, der zum Beispiel in der 8. Klasse oder 9. Klasse hört, okay, Gesundheitspflegerin oder Heilerziehungsassistenten oder andere Berufe. Geistesbehinderte. Ja, kommt ein bisschen schwierig. Oder kommt fremd an. Dann nee, lieber nicht diesen Ausbildung. Nee, doch, geht doch, probier das. Man kann keine Ausbildung oder keinen Beruf entscheiden, was du wirklich brauchst oder was wirklich für dich passt, ohne zu probieren. Und Praktikum, das ist kein Problem, wenn du zum Beispiel 1 Tag oder 2 Tage. Weil ich fühlte mich richtig sehr verwehrt. Was mache ich, was will ich und so weiter. Aber es ist richtig langsam und finden. Zum Beispiel, ich kann Schichten arbeiten, ich mag gerne mit Kindern arbeiten. Okay, erstmal so Punkte schreiben, was mich immer geholfen hat, also Punkte zu schreiben. Was positiv ist an diesem Beruf oder an der Ausbildung. Lateinische Wörter sind ja auch nicht alles. Natürlich muss man viele Muskeln und sowas, die Begriffe auf Lateinisch lernen. Ja, ich weiß das von meiner Schwester. Aber, und ich weiß von meiner Schwester. Ja, aber am Ende geht es ja auch darum, jeden Tag Menschen helfen zu können. Ja, das ist sehr schön. Dieses Gefühl zu haben, dass ich jetzt gerade jemandem geholfen habe, der richtig Schmerzen hat und Hilfe bräuchte und nachher die Lachen auf sein Gesicht zu sehen, das ist dann sage ich später, okay, ich habe richtig entschieden und das tut mir richtig voll gut. Du hast deinen Traumberuf gefunden. Ja, ich habe meinen Traumberuf gefunden, obwohl ich am Anfang Medizin gesagt habe, 100% gesagt, ich würde nichts anderes, ich will Medizin, ich will studieren. Nee, andere Wege gehen auch, die bringen dich auch so einen Weg Medizin oder vielleicht änderst du deine Entscheidung und sagst, das ist doch voll gut für mich. Die Freiwilligendienste wurden bereits in Video 1 vorgestellt. Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit-Beruf dauert 1 Jahr. Für den Besuch des Vorqualifizierungsjahrs muss man noch berufsschulpflichtig sein. Im Vorqualifizierungsjahr erhalten die SchülerInnen Einblicke in verschiedene Praxisarbeitsfelder und absolvieren Betriebspraktika. Durch Bestehen der Abschlussprüfung am Ende des Vorqualifizierungsjahrs kann der Hauptschulabschluss erworben werden.
Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit-Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen wurde in diesem Video bereits vorgestellt. Hier erhalten SchülerInnen ab 15 Jahren umfassende Unterstützung beim Erwerb von Deutschkenntnissen. Die duale Ausbildungsvorbereitung, kurz AV-Dual, integriert mehrwöchige Betriebspraktika, um eine genauere Vorstellung von Berufen zu bekommen. AV-Dual dauert in der Regel 1 Jahr. Einige Schulen bieten AV-Dual auch 2-jährig an, mit dem Ziel des mittleren Bildungsabschlusses. Das Berufseinstiegsjahr dauert 1 Jahr. Voraussetzung für den Besuch ist, dass bereits ein Hauptschulabschluss vorhanden ist. Das Jahr wird durch ein Betriebspraktikum begleitet. Im BEJ sollen berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten in einem Berufsfeld erworben und vertieft werden. Eine Einstiegsqualifizierung ist ein sozialversicherungspflichtiges Praktikum, das zwischen 6 und 12 Monate dauert. Die Praktikanten werden von Unternehmen, in dem sie das Praktikum absolvieren, an den Ausbildungsberuf herangeführt und können ihn erproben. Gegebenenfalls kann nach der Einstiegsqualifizierung eine Übernahme in die Ausbildung erfolgen. Weitere Informationen zu den ausbildungsvorbereitenden Angeboten finden Sie auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Was sind denn eure Ziele und Wünsche für die nächsten Jahre? Beruflich oder auch privat? Ich wollte das eine Kanal vielleicht öffnen. YouTube-Kanal. Ja. Um doch noch Journalistin zu werden. Vielleicht oder vielleicht ein Kanal für besondere Menschen, die Hilfe brauchen, die viel Frage haben, aber sie wissen nicht, wer Frage bekommt. Das ist zu wie sagen. eine schlechte Oder wenn Idee. sie, wenn sie Frage möchten, dann kostet. Wenn du zum Arzt gehst oder jemand fragen, wie verhalte ich mit diesem Mensch oder so, dann kostet. Aber möchte das freiwillig machen. Und kostenlos. Ja, also nicht so für meine Menschen. Ich weiß, hier in Deutschland braucht man das nicht, aber in Syrien braucht man das. Ja, ich denke, ihr habt ja selbst erlebt, dass man manchmal auf Hilfe angewiesen ist und auf Unterstützung. Ja. Da ist dann nie falsch, auch anderen Menschen diese Unterstützung zu bieten. Ja. In Deutschland gibt es auch so viele Möglichkeiten, Ausbildung, Weiterbildung. Also man muss nicht immer den Weg nehmen zu studieren. Das ist auch voll gut, wenn man studiert. Ja, aber auch Weg zur Ausbildung ist auch nicht schlecht. Also es gibt so viele Leute, die denken, der Ausbildung ist voll schlecht oder Ausbildung ist... Nee, es gibt kein Gut und Schlecht. Genau, das kann man nicht entscheiden. Es gibt gelernte Arbeit, gute Leben. Ja, und Ausbildung lernt man auch. Man lernt so viele Sachen. Ja. Das ist auch so wie Akademie, auch so wie... Es hat auch eine Uni. Das lernt man auch. Also man denkt nicht, dass es viele das Leute, ist einfach oder das ist ganz... wenn man kein Ziel hat, wenn man keine Chancen irgendwo hat, dann gehe ich halt in der Ausbildung. Nee, Ausbildung ist nicht so. Ja. Ausbildung braucht man Ziele und braucht Lernen und auch manchmal studieren. Es gibt so viele, Ausbildungsplätze, die man auch Abitur davor braucht und richtig gute Noten und richtig das Wille. Also nicht, die Ausbildungen sind auch nicht normal und nicht einfach. Ja, das sagst du ganz richtig. Ja. Ausbildungsberufe werden ebenso gebraucht. Ja, und vor allem, ich sage das so, das ist meine Erfahrung, weil wir kommen von anderer Kultur, von anderem Land. Ausbildung gibt es nicht bei uns. Genau. Gibt's nur Studieren. Ein Weg, Studieren zur Uni, kein anderer Weg. Die Leute sind so hochgezogen. Sind die nach Deutschland gekommen? Was ist Ausbildung? Ausbildung ist keine Uni, das heißt nicht gut oder ich mache das nicht. Lieber Uni, lieber studieren. Aber das ist nicht so. Ja, am Anfang war mir so auch. Ja, da war mir selber so. Ich war auch so schockiert. Ausbildung, nein, ich will studieren. Ja, das kannst du dann ja gern auf deinem YouTube-Kanal aufklären. Also durch unsere Kontakte, durch unser Praktikum, durch unsere Erfahrung, was wir gemacht haben, haben wir gemerkt, Ausbildung ist auch Lernen. Ja, und in der Ausbildung, man fühlt sich auch schwierig der Ausbildung oder so am Anfang. Es gibt immer auch diesen Ausbildungsbegleiter, also ohne meine Begleiter von meiner Ausbildung konnte ich auch die Ausbildung nicht so gut schaffen. Weil, ich habe also einen Begleiter bekommen, der Herr Harder, der ist auch meine Ausbildungsbegleiter, wo er mich auch beratet und hilft und unterstützt. Und also hab keine Angst. Und fühlt sich nicht so fremd. Also man fühlt sich auch in Deutschland fremd, aber so langsam gewöhnen wir und so langsam
wir haben immer gedacht, das ist fremd und das ist nicht gut für uns und das ist immer schlecht. Oder wenn wir zum Beispiel, so wie sie hat Absagen bekommen, so viele Absagen, dann entscheide nicht einfach und sagen, okay, jetzt, ich bin hier falsch, ich will wieder zurück und ich will jetzt keine Ausbildung mehr finden und ich gebe, nein. Es gibt, also, wenn du Ausbildung eine Absage bekommst, dann heißt es nicht, dein Leben bricht runter. Nee, natürlich, ja. Du hast viele andere Möglichkeiten und versuchst immer viel und gib nicht zu oder nicht aufgeben. Genau, motiviert sein. Ja, das genau. ist voll gut. Dann schaffst du es jedes. Das ist immer gut. Hast du noch irgendwelche Ziele und Wünsche, die du auf jeden Fall erreichen möchtest die nächsten Jahre? Ja, ich möchte meine Ausbildung auch absolvieren mit sehr guten Noten. Also jetzt habe ich inzwischen Prüfung 2 und ich möchte auch einzige haben, um weiterzubilden. Ich kann als BDL studieren oder auch Medizin studieren, mal gucken. Und Familie unterstützen, auch die Leute, die Hilfe bräuchten, auch unterstützen, wie die Menschen auch mich unterstützen. Jetzt mache ich das auch wieder zurück. Und gebe auch andere Menschen die Chancen, Fragen zu stellen und Unterstützung zu bekommen. Ja.